Hallo und willkommen zurück zu Wildermyth. Mein Name ist Brain und wir fahren da, wo wir das jetzt aufgehört haben. Nämlich, ja, im Intermezzo zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 unserer letzten Story-Kampagne. Und dann schauen wir mal, was passiert. Yeah, just the way you like it. Butter to perfection. Just don't let me hear of being hobnobbing with the baker goes down. You know you're my favorite, welches. When it's gathering, stay inside if you can help it. Oh, and tell Elsie hello. Wayne, huh? Hope he makes it home in time. Behind early. I know the back of that head anywhere. Wait, is that little Sam? Little? You mean you're doing some kind of mercenary work around Wildermyth? Long far away from here. Job bringing you out my way, or... You got somewhere we can talk? You back behind? Come here and help me with this... Huh, it's a... Wait, we've met, right? Somewhere? That thing with the goat kids, a few summers ago. That's right. Come to visit? Wish that's why I was here. To catch up with you in Barhand. Guessing you've got a story to tell. Yeah, it's funny actually that you'd mentioned the goat kids. You remember Elonan? Elonan? He was there too. Same time as you. Sort of rustic, sturdily built guy. Oh, Elonan. Well, I ran into him last season. He had a new job lined up. I asked if I wanted in. He was always like that, looking out for me. You heard about the Drauven and Morthagi? Yeah. Don't know what set them off, but if they want to whittle each other down, that's fine with me. Less fast to worry about. Felt away too. At first. Of course, it'd be one thing if they kept the fighting to the wilds, but when it's happening on your back doorstep, people get nervous. There was talk of putting together militia just in case. I assumed it was the sort of job Eleanor had taken. Militia? You say you're adorable. Why did I want to join the militia? Oh, I mean, I don't know, but it's all anyone's talking about right now. I'm sure it is. Bigger walls and deeper trenches, and a few brave cowhands armed with pitchforks. That's the answer to everything. But no. This thing between the Drauven and Morthagi, see, it's not something to wring our hands over. It's an opportunity. How do you figure? Well, people like us who have certain skills that aren't all that useful in peacetime. What good's knowing how to swing a sword if you don't have anyone to swing it at? And when folks have no more use for us, hungry days can stretch to weeks. Yeah, I've had some rough patches of my own, but still the militia could use us. Use us? Sure. Pay us what we're worth? Doubtful. Come on, San, where's your imagination? Between the two of them, Morthagi have the upper hand. They've got numbers, they're efficient, move with one mind. I'd give it a few weeks tops before they overwhelm the Drauven. The Drauven know it too. They're desperate. And they pay a high price for a good sword arm. The Drauven? You'd fight for them? Yeah, why not? Look, I know the money's enticing. I could use more of it myself, but after the things they've done, I just don't see how I could justify working alongside them. Same way you justified working with the Rebel brothers when the prairie dogs were running rampant. Common enemy. The Rebel brothers weren't dangerous marauders. And Morthagi aren't prairie dogs. What's the point? Look, they'll pay you now. They cozy up to you, but when it's over and there's no Morthagi nipping at their heels, you really think they'll let us alone? Or let you walk away? That's thoughts for another day. And if the Morthagi won, would it be any different? Not like one side's better than the other? Right, but that's exactly why we should stay out of it, not pick sides. You still don't get it. I couldn't care less who wins. I'm just lending my services to the higher bidder. Look, saying you don't want in it? That's fine. I was only trying to do you a favor. See you around, I guess. Huffy, got a table with my name on it? After that, a lot of things changed. Morthagi were driven back, but not defeated. More and more, the fighting started crossing into people's lands, farms. Instead of dwindling, the army swelled, with human soldiers fighting for both sides. Morthagi too? That's got to make for some unusual negotiations. I tried to find out more, who was hiring them, how they were organized. That's when I landed myself in trouble. Some men with axes chased me out of town. Look, I understand why they're doing it. The pay is good, and they want to keep it going as long as possible. But while I felt in their purses, things are getting uglier. Those of us who won't pick a side find ourselves stuck in the middle. They know what to do until I remembered you and Solar Guardians, how they took care of the deepest problem a few years back. I thought maybe you could talk to the mercenaries. San, I don't think a bunch of seasoned mercenaries will lay down their arms just because I asked them to. But staying here won't help either, and if there's a chance of finding a peaceful solution, I'm willing to give it a try. How about you, Elsie? Didn't realize how much I missed this. Und San ist jetzt auch hier dabei, auch in unserer Legacy Heroes. Du hast doch schon Transformation. Chaos World. Ja, gehen wir weiter in die Richtung der Transformation. Was genau bringt es dann? Sylvan, okay, Sylvan Lag, mehr Speed, weniger Block. Inaugurations and actions adjacent target gain 2 temporary HP, nice.
Determination mit Tenacity. Und wir haben ein Gebiet. Ein einziges Gebiet hinter einer Mountain Range, das unter dann offen ist. Das braucht zu viel Zeit, um dorthin zu gehen, das Ding zu bauen und zu untersuchen. Wir werden zuerst hier hingehen, weil sobald wir hier die Mission gemacht haben, öffnet sich ein weiteres Gebiet irgendwo. Und die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht klein, dass sie vielleicht einen Weg finden, der effizient ist als die Mountain Range. Ich glaube, diese 5 werden noch das gesamte Team bleiben. Weitere Leute werde ich vermutlich nicht rekrutieren, weil ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Es sind nur 3 Kapitel, wir sind schon im zweiten. Roads, trails, fox paths. Wonder how many fox feet it takes to... Ah, Barhand. I've been falling back behind again, haven't I? Wasn't going to say anything. Been thinking, actually, about a book I read once. Memoirs of a woman named Sana Amber. In her youth, she was employed by tradesmen to sell her goods from town to town, and wherever she stopped, she'd seek out the local storyteller to hear the legends that had been passed down for generations. I ended up putting a lot of them in print, a dozen or so tomes altogether. Unfortunately, I was never able to track them all down. But well, it wasn't just the stories themselves that interested her. It was where they came from, how they began. You see, she discovered many fragments of the same stories scattered across distant lands. Found flavor might vary according to the teller, even the roles of villains and heroes might be reversed, but the common threads were stronger than the tangential variances. She thought that in each story there was probably some kernel of truth, some real piece of a past dressed up in guise of a fable. How to get at the truth though, if everyone tells it different? Sort of like the War Apple fiasco. I mean, when I hear the way Halfmark tells it, and then I hear LC's version, don't think he mistaked it. He mangles it every time. It's a few more hours before they reach Woosterburn. By then, smoke chokes the air and all cause for laughter is forgotten. They find the town in shambles, fires raging, the corpses of Drauven and Morthagi mingled with townsfolk, but the fighting's not done yet. Und auch hier, die Gegnerzahl ein bisschen kleiner als auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und die Art der Gegner sind auch nicht extremst krass übertriebene. Also wir haben keinen Dieven, wir haben kein Badspiel, wir haben keine Sommeliers. Einiges angenehmer. Und was ich da bei meinen früheren Versuchen immer zuerst versucht habe, ist hier unten hingehen und hier tanken. Die Gegner zu mir kommen lassen, weil ich dachte, Lüge gehört haben. Drauven und Morthagi bekämpfen sich. Sie haben gerade Krieg oder so. Das mag so sein, aber hier nicht. Aus irgendeinem Grund haben sie jetzt einen Waffenstillstand und greifen uns lieber an. Ich nehme an, dass es hat Gameplay-Mechanik was zu tun, dass es halt nur 2 Parteien gibt. Einmal uns und unsere Verbündeten und einmal die Gegner. Und deshalb, die Gegner können nicht untereinander angreifen. Rein von der Engine des Spiels geht es vielleicht nicht so. Aber ja, auf jeden Fall, er hat mich den ersten Versuch gekostet, wo ich so weit gekommen bin, weil ich dachte, okay, gehen wir hinten hin, tanken und lassen die Gegner sich gegenseitig abschwächen. Ist nicht der Fall. Die ignorieren sich komplett. Ja gut, man könnte argumentieren, die sehen uns einfach als die größere Gefahr. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Kurze Frage, wie viel Schaden machen die Swipes eigentlich im Vergleich zu einem Dolch? Ah, nicht schlecht. Und warte kurz, die greift 2, oder? Ja, stimmt, das hat AoE. Hast du recht, natürlich. Ist alles lieb. Einmal. Dann kriegt den Honk. Dann Whirl ein bisschen zurück. Guardian. Schöner Stunt. Liberation. Tempo Pick. Chaos Whirl. Suck up health for nearby enemies as temporal health. Number of enemies and health taken increases with the size of the target up to a 4-tile target. Interessant. Also sprich, man kann die HP der Gegner umverteilen. Das ist gut, was man ein Team hat, welches extrem hohen Single-Target-Damage hat, aber nicht viel AoE. Beziehungsweise wenn man... ja. So kann man die gesamten HP auf einen Gegner konzentrieren, welcher keine große Gefahr ist. Und so hat man es einfach auf anderen. Ich nehme an, das ist, ja, das hat Cooldown, aber man kann es so oft einsetzen, wie er möchte. Interessant.
Ja, na gut, eins nach dem anderen. Okay, erstmal hier hin, Guardian. Feind. Der Impressed Fireball ist natürlich jetzt, wäre jetzt perfekt. Wenn wir hier hinbringen, bringt er gerade leider nicht mehr so viel. Ja, aber sei es drum. Wenn wir dafür hier. Ja, machen wir es hier. Sehr schön. Und hingegen zerlegt ihn. Hingegen zerlegt ihn. Nice. Shay. Du kommst da nicht in genug ran für die Swipes. Boah, schöner Stunt. Du kannst hier hingehen. Erledigen. Kein Stunt leider. Chaos Swirl, nicht unbedingt. Haut ihm einfach über den Deckel. So. Okay, das zweite geht auf den, wo er angreifen kann. Das war nicht schlau. Dann Shay. Jetzt will ich es aber testen. Swipes müsst ihr beide treffen. Nein. Wieso? Ah, okay, zwei adjacent. Ich nehme an, das bedeutet, die Begeher müssen nebeneinander stehen, damit es funktioniert. Okay, er macht jetzt ein Swipe, ein großer, ja, Hieb. Okay, macht Sinn, ich verstehe es. Okay, Battle Dance ist dann hier in der Lage, beide zu erledigen. Einfach so eine gute Fähigkeit. Links weg, rechts weg. F-Mark. So, ein bisschen Gift. In 2 Runden ist der Typ erledigt. Ich nehme... Moment, was? Once per turn a single action. Wieso ist es jetzt nicht mehr verfügbar? Ich hab's ja nicht eingesetzt, oder? Nee, ich hab's definitiv nicht eingesetzt. Wieso ist es nicht mehr da? The fuck? Okay, seltsam. Okay, jetzt zeig mal her. Ne, es ist weg. Wird es nur angezeigt als Möglichkeit, wenn genügend Gegner da sind, wo man es einsetzen kann? Ne, kann eigentlich nicht sein, weil normalerweise sind die Fähigkeiten immer da, auch wenn sie nicht möglich wären. Seltsam. Gut, wie auch immer, Level für Headmark. Melee Damage. Voranfängt ist aber so gut. Long Reach auch, oh mein Gott, so viel gutes Zeug. Und mehr Schaden ist nicht schlecht, ich glaube, wir müssen doch nicht unbedingt mehr Schaden hier in dem Fall. Nochmal eine Aktionspunkt zahlen, doch ist nicht schlecht. Flames are quenched, smoke drifts away. Few homes survived ruin. With time they'll be repaired, but there'll be no replacing the lives that were lost.
As night swoops in, the survivors make hasty efforts to collect their dead, arranging the corpses in the Undertaker's shed. They leave the Drauven Morthagi for tomorrow. Those without shelter find their way to Farmer Non's barn. Come along now, plenty of room for everybody. Hang on, Dad, we don't know this lady. Doesn't mean we can't be mannerly. For all we know, she's one of them who attacked us. Sorry, I guess you didn't see how we just handled those. It's alright, I saw what you did. I'm no one, and that's my obnoxious kid, Albia. We're happy to have you. Real happy. Could you tell us what happened here, how it started? If you don't mind waiting, more folk coming. Got to make sure they're made comfortable. Old Bear, show them where they can rest. Fine. Some hay over here. Could put your head on a sack. 12 of water for drinking. This is behind the barn, if you must. You still don't trust us, do you, Albert? That'd be like trusting a knife not to cut you, or a flame not to burn. Maybe you fought for us today, but who's to say you won't sell out tomorrow? Saw them with my eyes. Types just like you, mingling with those lizard heads and bone contraptions. Pillaging and murdering when my dad whisks his backside, shepherding kids and old for safety. All we need is more people like him, not you lot. Ahem. Oh, hey Dad. They were just, getting settled. Sure. Now why don't you go put the twin down and see what kind of supper you can rustle up from our stores. Seems touchy. He's just wild up, is all. When Morthagi appeared, he grabbed a pitchfork and tried to run out and join the fight. I held him back, told him to guard the barn, mind the fires, didn't get too close. So you could risk your life instead? I'm no hero, but if one of us had to... Anyway though, that's how it began. Morthagi came crawling out of the fields and surrounded Rooster Burn before most had risen from their beds. Probably knew the Drauven were headed this way and meant to get dropped on them, so the town for a convenient battleground. Don't think killing us was the reason for being here, but they sure didn't mind doing it. And the folks who were with them, the mercenaries, you saw them then? They'd be hard to miss, way they were hollering and directing. Almost like it was the Morthagi taking orders from the people. I can't be sure, but let's just say there wasn't much to separate them. No hesitancy, no remorse. And here we're hoping we could sell things with words. Doesn't sound like a sensible plan anymore. I just don't see any other way out of it. As long as this war puts coin in their pockets, they'll keep, unless somebody stops it. But taking the fight to both sides? When a new day dawns, they rated themselves for another road. Sort of feel I should try to talk you out of it. Not that I... Ooh, Dad, did you hear? You what, kill it? Just talked to Greenock. All those Drauven bodies they left out in the streets. Been picked clean. Nothing left for bones. Oh, coyotes probably. Though I'll admit, all in one night? Well, you better be on your way. And if you ever find yourself around here again, know that my barn's always open to you. Good luck, I guess. Pitting ourselves against them both? You don't think we're taking on too much? Yeah, but you have another idea? Guess what happens here proves there's no staying out of it. It's just fighting people. Not about your friends, Sam. If it comes to that, we'll do what we need to do. Don't worry about me. Just the question, which side do we take out first? Should we flip a coin? Und Maschwachs für die Diebes. Wir können ihn rekrutieren, nicht nötig. Und er ernsthaft fast das gesamte Gebiet ist hinter der Mountain Range. Müssen also durch und wir haben Infestations. Okay, erstmal sollten wir, glaube ich, hier hinten alles scouten. Das Gebiet hier und hier. Können wir, glaube ich, hier einen Pass machen und uns hier durchbewegen. Unsettling. The dying day in winter is strange and nice. You're right, walk with me. But on the horn of Grey Mountain, sun lasts longer than anywhere else. Unwatched, the old master of that place gathers his forgotten power. You're a treasure, Captain Eleanor. Huh? Oh, I admit I'm not in love with high places. It's a spooky little flock you keep around you. To perch where the light never leaves your shoulder, you must rise over trees, over hills, over your tallest peers. These are them who've dared it. Chosen ones who deserve and desire my favor, you may someday see that I am shrewd in my selections. My lord? What I'm to say though, Volta, the gun is enough. I don't need convincing. Call yourself a king, I'll echo it as loud as you like. Yet I'm unsatisfied. I'm in fact ruffled. Your tone, Captain Eleanor, is rather pink. The silver lands glow in the light of the late day. High cold air streams ripple their clothes. You may mistake me for a strimp, a mealy mountain miser, but stand there. We are right on the edge. Lord Volta, let us prepare a feast, and a combat, just as before.
No, Bracken. If the hero Eleanor will be my captain, then he must also be my witness. And so saying, he grims his mouth, breathes into his full frame. Around him rises a burning ring, a wind of constellated stones of light. Thrumming air, bitter on the tongue, biting on their bones. Witness it. The fact of anything's form begins to wobble. A feathered sound of wings swarming. The vulture lord rises from the cindery crust of his old skin, and his scream bloodies the creation. The whipped sky snarls. Hope wanders away, no longer at home here. This groan of a world, this blister of a star. Stand, my lord. And, but you can simply do that? You see now. There's only the smallest fault in his squalling vulture voice, undetectable save by the one who served him first. Without you I will have this land, my homeland. My right is to all that lives and dies upon it, and I will have it all back. For if I wished, I would douse the very torch of existence, and follow every field forever. It is now proven, my lord. Show mercy upon them, please. Mercy, do you ask for? I beg it. It's okay, we seem to be okay. It'll always be something. Pitiable things. Mercy then I grant you. Stately he descends down the favored path. Wind finds swear brown on Captain Eleanor's cheek, and the broken light is all allowed to mend itself. My lord! I wish you'd head back. Ruling your two continents is more than enough. Sharing your treasury, exhibiting the might of your masked faithful. It was enough for the other captain. This one wanted more. You do, of course, know better than I. Bracken helps his embrittled master stand. Good. Anyway, it's good. This is how faith is won, Bracken. Forgive me, Lord Wilter, but it is not how my faith. Fetch a ferret sack. I'll only rest in my chamber for a time and be exact as I was. Exact as you were. Well, stuff happens every year. Doesn't necessarily portend something, I think. The wakeful night lasts long past the hollowing of the pot. Und da sieht man auch alles abgesperrt hinter einer Mountain Range. Also ja, es ist bei den früheren Versuchen, wo ich so weit gekommen bin, war es auch ähnlich, dass man erst irgendwo was bauen musste, um hinzukommen, was natürlich viel Zeit kostet und am Schluss einfach so viel Incursions, auch so stark, es ist einfach übertrieben. Also haben wir definitiv Zeitprobleme. Dafür haben wir jetzt ein paar Gebiete, wo man sich stark machen kann, und gut. Oh, Heart of Stone, das hatten wir schon mal. Kann ich skippen bis zur Auswahl. Wir können das machen, dann hält er eine Transformation, was vielleicht nicht als dumm ist, aber nee, warte, das ist eine Nahkampftransformation, ich möchte... Ich meine, ihm fehlt ein Bein, das heißt, eine Transformation wäre nicht allzu schlecht, um das zu ersetzen. Und er ist einer unserer Nahkämpfer, klar, eine Armbrust, aber in der Regel ist er einer unserer Rogues, der mit Nahkämpfen versucht, Schaden anzurichten. Weißt du was? Ja. Note the attempt I'm making to be gentle. You don't know me, but I don't deface things unnecessarily. Halfmark wiggles his gut knife into the seam between gem and setting. And only a moment after he does so, an instinct tremble travels up the blade. You're generating a buzz? Harmonic vibrations, they swell, they sing in the joints of his skeleton. Halfmark bends near, lowers his knife. I don't see any damn... A thunderclap, a luminous flood. A wet bloody odor, and the sulphurous scent of fresh split rock. Time seems to pause, and the world fills in with white. And then fades into the normal motion. Color. Ow. What did you just do? Halfmark? There was a brilliant gemstone, I found it here. It captured my wanting gaze, and I got in trouble, I think. And now the specimen has simply vanished. You survive, it looks like. Oh, what? Repeat that. Reach up, try touching your eye. A short while later, it can at least see. I can see through it. Facets of things that shouldn't have facets. They'll emerge in daylight and encounter the enemy they sought, and Halfmark will look at things differently from now then. Wir hatten schon mal einen unserer Leute, der diese Transformation hat, aber ich weiß nicht, was es bringt. Crystalline, Gem Eye. If you lose a step, Halfmark slips into Grey Plane, weil in Grey Plane is hidden to enemies and is the... Oh! Nee, warte, das ist falsch. Hier ist es. Mehr Stunt Chance ist nice. Und oh, das zerstörte Bein ist automatisch ersetzt worden. Weniger Speeder, nur ganz minimal und ein bisschen Block. Nice. Das ist gut. Das ist gut. Okay, gehe hier hin. Als Vorbereitung. Du kommst nicht in Eindruck ran. Es
Hier versetzen wir hin das Guardian und oh Gott, das ist ein Stone Spirit, stimmt. Was könnten wir holen? Ein Crossbow, ein Great Sword. Ich meine, Crossbow war nicht schlecht. Du kommst sogar nah genug ran. Ja. Sehr schön. Dann spring hier hin. Von hier an, sehr schöner Schaden. Helfmark, du kannst ihn jetzt flankieren. Vornfängen erlaubt dir eine Attraktion zu machen. Nutzt die Gratis-Aktion für Gift und der Treffer, ja, war ein Stunt, war aber auch mit dem Stunt nicht ausreichend, aber das Gift erledigt ihn. Du hast den Fireball, der ist momentan nicht vonnöten. Gerne noch ein bisschen näher, ja. Und also geh relativ nahe ran. Wir wollen ihn in der Nähe haben, um wieder ein bisschen Schaden zu verursachen. Ah, das Gift war gar nicht nötig gewesen. Nein, nicht so schlimm. Er kotzt uns voll. Nicht allzu schlimm. Barhand hat das Wort, um es auszuhalten. Dann was haben wir hier? Der Dolch macht mehr Schaden, wenn es eine Flankierung wäre. Das müsste ich ja hinkriegen, denke ich. Ja, das Sound danach ist auch nice. Schön steinig. Ein bisschen Gift und dann Schieß. Dann einmal der Dolch. Es ist wirklich nicht viel Schaden leider, trotz allem. Was soll's. Es ist nicht viel Schaden, es ist Schaden. Und gehe hier hin für die Schildmauer. Und flankieren von hier und das war's. Ein bisschen XP. Und Sam und Hefak sind jetzt Rivalen. Great Spear. Wir haben ein besseres Zeug. Battle done, they stand still a moment, warmed over by the rays of a lowering sun. The gem casts a tickle flight on Hefmark's thoughts. Sorry, you may not like it, but I think it's an improvement. That was beautiful. You can still fight, you can see and see well. I see the edges and faces of things like I never saw before. It's weird. Sounds like you've gained something at least. I have a lot to figure out. I have the entire world to sort of look at through a new lens. My worry is, oddly, something I feel. Yeah, perhaps it'll travel to my heart. Under my whips, someday you will find only a cold, glittering, impervious jewel. Whether it was worth our reward, a trap or a twist of coincidence, will always be hard to tell. Years will show how deep the changes go. Und die andere Möglichkeit, die man erhalten hätte, dass, wenn man das Ding einfach gelassen hätte, dann hätte man, glaube ich, einfach 0,5 Rüstung erhalten. Ist nicht schlecht, aber na gut. An ancient god will dream in darkness, fresh dreams of new visions above the earth. Und die Morthagi haben jetzt Sommeliers im Doppelpack. Und gut, sicher das Gebiet. Das hier oben, das ist das einzige feste Teil. Das heißt, wenn wir das hier dann erledigt haben, dann müsste eigentlich in den Kirschen gar nicht kommen. Und nicht allzu schnell. Dodge. Wer hat am wenigsten? Doomed days are like indecisive adulterers. They let no one sleep. They stand in the portal and the hot wind pours inside. They slam the door as they go and it shivers on its hinges.
I've seen the end, watched it come and watched it pass, many times. I know something of what lies ahead. Schön, Elsie, okay, das hatten wir schon mal. Mit dieser Serienhexe, wie auch immer. Noch eine Transformation? Du hast schon eine Bärentransformation, da können wir dich zu einer Crow auch machen. Das Ding ist halt, so sehr mich interessiert, also daran interessiert wäre, was man hier erhält, weil ich das nie gemacht habe, wurde ich einfach ein Buff für den Kampf. Es gibt ein Achievement, warte kurz, kann ich das hier gar nicht sehen? Ja. Da gibt Chisel. Da. Female Divergence. Gain names from two different themes on a single hero. Also 2 Transformationen gleichzeitig. Das können wir hier vielleicht kriegen. Das alles hatten wir aber schon mal in der frühen Kampagne. Aber das heißt Limbs. Und ich glaube nicht, dass das zählt, weil das ist noch nicht das bräuchte einen Krähenfuß oder so. Oder einen zweiten Arm, aber nicht die Wings. Das sind einfach zusätzlich etwas. Und geben ihm ja, ein bisschen Zeug. Speed und Dodge. Also, ja, 2 Sommeliers, ekelhafte Viecher. Kommst nicht extremst nah an sie ran. Wir hätten den Fireball. Der, ja. Einer sogar direkt erledigt. Du stellst am Gift von Elsies Speer. Du kannst auf ihn gehen und das haben wir nicht alle, oder? Da war noch irgendjemand weiteres. Oder? Ich glaub's. Ja, da hinten. Ah ja, das sind noch sogar noch ein paar weitere Gegner. Ein Weltling und ein Badspiel. Okay, der Dolch müsste ihn erledigen. Sehr schön. Bist du nicht ein Reichweite für was anderes, dann geh einfach hin für... Ne, warte, du bist noch getan, das heißt, es gibt gar keine Schildmauer. Nicht, dass wir sie nötig hätten, aber ja. Und du kannst ihn erledigen, wenn du bist. Sehr schön. Und jetzt sollten weitere Corners verstärken. Watchman und Spectic. Schöner Stunt, das ist eine gute Menge Rüstung, die da jetzt weg ist. Und du kannst nur vom Fernkampf aus. Und das war's. Ja, schöne Szene. Ist bald beim Level Up. Schild ist nicht schlecht, aber alle haben schon Zeug, was ich gerne belassen würde. Mehr Speeds. Ja, Halfmark gehen wir noch. Okay, I admit it. I wasn't sure it'd make it through that one. Of course, we're going to pretend it was nothing, but... Oh, I see. Are we going to survive this? What? Barhand? Survive? Are you really going to start talking about? I guess somewhere in me a little voice is saying, this will never end. What if this constant battle and strife doesn't end? Huh. Well, we're not going to live forever. Don't like to think about that, but it's true.
And just say, if we do hold on to each other and keep matching step for step, I bet we make it a lot further than either of us, I suppose. Sicher das Gebiet und da ist noch eine Infestation. Die Slave Fall of Bind, das ist ein New Lover. Wait a minute. Ist das schon in der... egal, was soll's. Das hatten wir auch schon mal. Du kannst wirklich sein. Das ist dieses Event, wo man in den Hinterhalt gelockt wird von Drauven Slavers und man jetzt entweder... was können wir tun? Wir können hier mitkommen oder bleiben. Hier gibt es, glaube ich, ein Item, aber ist, glaube ich, nicht garantiert. Und hier war das Ende, wo man einfach ja, weniger Gegner bekämpfen muss, wenn man sie sozusagen überrascht. Nice, der hat mit einem Stunt gestartet. Und Fireball. So. 7 XP für diesen kleinen Kampf. Okay, nice. Starboard. Dieses Speed ergibt Wisdom und Warding. Wäre vielleicht nicht das Dümmste, das ein bisschen weniger Block. Also die ganze Transformation sieht so aus, dass sie eher auf Speed und HP geht, aber weniger auf Defensive. Das ist, damit könnte man es ein bisschen ausgleichen, ja. Das hatten wir auch schon alles. Und der Level Behind. Ist alles nicht extrem gut. Ich könnte Reborn, aber das will ich eigentlich nicht so machen. Der Grey Plane. Interessant. Grey Plane und dann durch die Gegner durchlaufen? Vielleicht. Aber ich glaube, Endurance ist besser, weil der Welt der öfters nah an der Front. Und da ein bisschen Rüstung hat, das ist definitiv etwas Nettes. Okay, dann zurück mit euch. Und hat ja auch deutlich mehr Zeit, bis eine Calamity erscheint. Auf einem geringeren Schwierigkeitsgrad. So, Gebiet gesichert. Mehr Rüstung, ja, wie ich halt bei Elsie. Ich meine, sie ist unser Tank, aber ich glaube, Sam könnte auch ein bisschen mittlerweile erhalten. Gut, und jetzt durch die Mountain Range. 50 Tage ist nicht wenig, aber es ist auch nicht extremst viel. Und weiter geht's. Worlds apart. What's wrong? I sense magic. Deep ist? No, this feels more like something is lingering. Come on, it's this way. What is it? It's no good mess, that's what it is. Haven't covered. There we go. Ah, that's nice. Strong font. What a rush. What are you talking about? We just put some weeds. I don't feel anything. It's a font of spell thread. It feels like someone is pouring honeyed sunlight woven with strands of fire from my body. Honeyed sunlight. Yes, sunlight and starshine, but at the same time it's an unfurling to the world around you, to the spirit of a place or thing. Objects have spirits? Well, not like conscious ones, it's more that we're connected to everything. Spell thread, woven between all of reality. Sometimes I feel like there's an entire world that I'm missing. Does that feel when you talk about tactics? What happens when you touch it? Well, I don't know.
First sort of worked with the energies from afar. Okay, das hatten wir doch schon mal. Ich sehe nämlich gerade, was schon die Transformation ist. Und jemand anderes hat es auch schon, aber ich weiß nicht mehr, was es bringt. Let's find out. Boah. Are you okay, Essie? Yes, I'm okay. Wow. Like hide in sunlight and fire. And I feel connected? Yes, exactly, to everything around me. Oh, is there even a me? Am I not the same as the tree? As that? Come on, Essie, we can chat about this on the road. Spell touched. Das ist eine Transformation. Plus 2 Potency. Wegen Bonus Damage für Core Weight und Terminate. Hätte ich die andere Auswahl genommen, hätte dann Barhand seine Hand reingestreckt? Vermutlich nicht. Vermutlich hätte er eher was Physisches erhalten oder so. Physischer Bonus oder wie auch immer. Egal. Müssen wir beim nächsten Mal schauen. Auf jeden Fall Heiz und Spellforts, Hardwood und Fabric. Spellforts haben wir genug. Hardwoods, ja. Dann hier ist eine der Basen, aber wir müssen erst alle gegnerischen Gebiete sichern. Das heißt, hierhin. The unstilled heart. This equipment is not up to standard. See what I mean? We're who people look to, but it's also on us to bring people up, to give them the ability and tools to fight on their own. You know, Barhand, you might be right. Solar Guns keep a storeroom full of used cast-off and record equipment. It's what they're assigned to new members and volunteers. Not inspiring assortment at all. So you think we can enlist some help? And you know where to find it? The man I have in mind is famous enough. Arthur keeps most to himself, sure, but you're not a famous bladesmith if no one knows who you are. Certainly the metal merchants know. If you need blades, a bladesmith is all you can ask. Am I wrong? Thinking back to my first battle, clumsy feet, no armor, little extra skill and not even a weird weapon. How did I find the nerve? Leave tomorrow and we'll be back all the sooner. I hope you sorted out how we're paying for this. Na, nehmen wir Sale mit. Die anderen könnten ja scouten. Warten wir kurz. Story continues. The journey to Arthur's Forge isn't particularly hard going. Turns out many can point Havoc and Barhand on the way. Sun Forest meets them on the hills, branches laced with black warbles. They camp on the path. I distinctly remember the moment I decided, stars and spirits. The ideas once had, by people or even dogs, crows or monsters. Ideas we died with, risen from cold ears to shine as cosmic light, now just glimmers of what if. In the morning they arrive at the destination. Arthur? You know my name, that's fine. You come with custom? I'm Halfmark, this is Barhand. We're looking to get some weapons done. Solid pieces and handsome ones, easy for learners to love. The bladesmith eyes them over. Then heads inside. Better plans are made with tea on the table, my mother's wisdom. Explaining who they are and why they've come takes just a short while. The tea's earthy at its base, clouded with overly sweet gobs of honey. So what it'd really be doing would be contributing to the safety of the people, our land, our lives, everyone. Interesting. Been a while since I've been asked to a volume task like that. And since you're appealing to my altruism, I'll assume you have nothing to trade. Well, not nothing. Halfmark, minus 10 Retirement Age bevor Quest Bonus. Also es ist nicht seine Quest, es ist der Bonus, oder? Ich meine, wie halt, ich meine, es sind nur 3 Kapitel, das heißt, ich hätte nicht mal direkt was dagegen. Retirement Age ist 5 von 5. Ja, dieses Kapitel wird noch schaffen, nächstes Kapitel ist eh noch dabei, das heißt, ja, schauen wir, was passiert. Teach me art and I'll help you with the work. Wait, what? I don't know, I'm interested. Right, so maybe I can teach you my coded skill and reward you with fine weapons? I'm a quick study and capable hand. Barhand can be trusted to finish whatever you set before him. The smith heads for the door, gaze falling on his own fingers. Metalwork demands sacrifice. Master metalwork demands love. I'll let you try it. What you make you can keep, but you still owe me a debt afterwards. You sure about this? Sure, I'm sure, I guess.
Over the coming weeks, Hefnak does as directed. Heat, sweat, grime and exhaustion. Confusion, cramping, error and mischance. He labors through it all. Day and night are devoted to the practice and fear of bladesmithing. Master Alf is relentless. He grows to enjoy watching another perform the work. He passes on knowledge at an impossible pace, laughing at it goes ill-used. The days slide by. Barhand pulls his own weight and stays most out of the way. But one day an odd thing happens. That's not a bad start. That night, I finally got what you meant, seeing the blade into shape. It shows. There's heart in that one. A fist against the door interrupts them. This is never good, is it? It's warm night. Forest insects are practically waiting. Old Smith, surprised he's still alive. Astafio? Shh, stay out of this. Sure I'm alive, Cheswick. Why wouldn't I be? Quelmoth's not. Quelmoth? Quelmoth was the youngest. Thoughts like you should show her some respect. I know what happened to her friend, but show the craftsmanship, that's what. The spear just snapped on him. Silence lasts 8 blinks of an eye. Just as they say, I am sorry. When Smith says he's sorry, and I say we kill him. So remember, Astafio, you can all die together. Okay, und the ledge lifter clue. Achieve members of a bandit gang that haunts this part of the world. They won't stop the blades of mercy. Okay. Die sollten nicht allzu viel drauf haben. Haben aber halbwegs vernünftige Rüstung, muss man sagen. Wenn auch nicht viel mehr. Und Bein ist Level 5. Nice. Endurance Upgrade oder Myth Reaver. Status / Ruins. Passive. Plus ein Potency Band für Fused Statue or Ruins. Gar 4% Chance Mystic Reflects Damage and Diffused. Ja. Definitiv. Das ist so gut mit den Passiven. Und mehr Block. Ja, geht das Essen. Und mehr Warding, wer von euch kann es kochen? 2, 1,4. Und ein Auftrag, das ist eine Mace, dann gewinnen wir jetzt noch eine Axt. Ich meine, dass wir Rüstung zerstören müssen, ja. Ein Artefakt Großspeer. Wir haben schon Wildermyth hier. A mysterious marbled alloy forms the jointed body of this great spear. Myths say the Elgon people made such weapons to fight beasts of rock and saucers of steel. It's light and cool in the hands, and it's certainly sharp enough. Deals more damage than a normal great spear. Oh. Ja, ja, damit. Bei mir stand es Wildermyth? Ja. Aber Wildermyth hat Gift. Das ist einfach stärker. Ja, nehmen Sie mit. Blood runs black in the ashy dust. I'm sorry, I wish I hadn't been here for this. Who are they? Or were they, I guess? Please tell me there's no more coming. Just bandits, sweetie. They were called the ledge lifters. That man, Cheswick, found his crew when he was run out of yellow loom for killing his wife. He was set up, as it turned out, but truth too often arrives late. They spent a greater part of the rainy night burying their assailants in decent graves. I knew him from back then, never thought I'd... Anyway, he came to me for weapons a couple seasons back. Didn't give him much choice, and despite what they all said, I handed them fine work. Better than I should have done. Yellow Loom's fisher folk say something like, release a bad catch and you only pass ill luck to another. I should have refused them, even if they killed me. The miscalculation was in not telling us weeks ago when we first met. The toll eventually demands silence. They return in the pre-dawn hour. Consider any cost now settle with me. I'm sorry once more, I have to say it. It's alright, we need sleep. The next few days, Hefak and Arthur work together to finish the task. Brian prepares a cart full of the weapons they'll take home. The Swift continues to give Hefak pointers even down to the final night. You have talent, you know? You could make a living at this. In the morning, they're on their way. They travel along quiet forest road and camp close to sunset. They stand, adjusting their meals, listening to twilight birds and chirps of the fire. Stars should be plentiful tonight. No moon.
Oh. What I've been thinking? What? I really enjoyed that. Making things. Making good things. Acquiring those skills and lessons and using them to conjure something of myself out of the materials. Maybe someday I'll take up my own thing. Metalwork or clay or wood. I've been artist myself. Maybe I'll get a chance. Sure, I bet you could. The return to Yellow Loom is looked for and warmly celebrated. The gear that brings their solar garden as well. Crystal Chrysalis. Once every 3 turns, Havoc can encase himself in crystal, becoming immune to all damage until the start of his next turn. Enemies will ignore him and he cannot make reaction strikes or wall while in this form. Ja, hört sich gut an. Dann alle bitte zurück. Ich schätze, wenn die hier eh warten, kann ich die anderen beiden ja mal hier arbeiten lassen. Schon mal anfangen. Ja, die Rest muss trotzdem noch dahin. Ja, da kommt gleich die erste Incursion. Und gleich sind alle da. Noch eine Calamity und so. Fire Eagles hatten wir auch schon öfters. Da hatten wir so einen Fire Chicken. Das Fire Chicken hat die Fähigkeit, erstens, es macht den Besitzer des Tieres immun gegen Feuer und als Kurzaktion, also als freie Aktion, kann man ein Feuer auf einem benachbarten Feld erscheinen lassen. Was habe ich für was noch so ein Schwert? Ja, das hört sich gut an. Barhand. Dahin. Hol dir ein nettes Schwert. Ja, er hat Spectre Step. Na gut, dann wir ihn damit. Jump und einmal. Zweimal. Ja, natürlich reicht das aus. Kerswell. Da hast du doch einen Haufen Gegner getroffen, die in anderen Räumen sind, sehe ich gerade. Interessant. Ah, das ist das nächste Sound. Spectre Step natürlich. Shay, kannst du ihn treffen von... Ja, kannst du, wenn du bis jetzt nach vorne gehst. Spectre Step ist weg. Sie müssen ihn dann... Ja, er ist tot. Das Gift erledigt. Oh, Mist. Falscher Speer. Stimmt, da muss ich jetzt darauf achten. Ja. Na gut, aber das hätte so oder nicht geklappt. Weil der Warmentel macht nur ein Gift, aber dafür einen Schaden weniger. Das heißt, er hat dann immer noch ein AP am ganzen Ende übrig gehabt. Ich habe mir schon gedacht, dass er noch jemand ist. So, extra Zug. Schöner Stunt. Leider nicht genug, um ihn zu erledigen. Du bist schon in die Richtung und was du auch.
Da müsste ja auch noch irgendjemand sein. Okay, ja, der geht durch das Gift halt. Wie viel Gift? Ja, nee, warte kurz. Nee, doch nicht. Das Gift ist nicht ausreichend. Und, ja, klar, Block es. Schon besser? Fireball. Netter Schaden. Oh, da war noch ein Dart, den habe ich gar nicht gesehen. Und weg mit dir. Du kannst hier hingehen, das erlegt ihn ein. Der zweite müsste durch ein bisschen Feuer drauf gehen. Nice, ganz stunt. Und er für jetzt sie, sehr schön. Once per turn. Ja, perfekt. Great Axe, wir haben zwar den Fakt hier, also lassen wir es. Crossbow Tier 1, nee. Dann haben wir das Chicken, wir können es dir geben. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es viel bringt. Und ich habe noch nie gesehen, was es bringt, wenn wir ihn freilassen. Be free! Free! Und der Feigl hat das Fat Chicken gefressen. Hat nichts gebracht, so wie es aussieht. So nichts für uns zumindest. Na gut, egal. Sich das Gebiet. Dann kommt Team Kirschen. Sie können durch das... Natürlich können sie durch die Berge. Wieso auch nicht? Ist ja nicht so, als wäre es hier unüberwindbar. Nach einem Pass fertig. Gut, dass ich das schon ein bisschen angefangen habe. Dann... Verteidigung aufbauen. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr holen. Schaffen wir sogar Stufe 3. Ja. Der geht zurück. Ich glaube, die Verteidigung können sie alleine schaffen. Das ist Stärke 4 und wir haben Stufe 3. Das heißt, wenn jetzt da eine Verteidigung... Das ist eine 30% Chance, dass eine Verteidigung nicht zerstört wird. Das heißt, wenn nur eine Verteidigung nur ein einziges Mal standhält, ist die Stärke des Angriffs schon aufgehoben. Mehr Block. Ja, ihr könnt dann hier in die Wartebrücke, das ist schneller. Ja. Und jetzt gibt es auch Exhaust und sehr und Defenses. Das gibt uns sogar 2 Legacy Points. Das heißt, wir können uns weiter auf das andere konzentrieren. Während die hier sich gegen sich selbst ausschalten. Almost looking for mine, aren't we? Terrain looks right. It's a tough but rich. Let's start this point up ahead. We can get a lay of the land von der. Ah, das haben wir auch schon mal. Das ist mit dem Ei. Bisher hat es noch nie geklappt. Hier halten wir eine Trinket, das uns mehr HP gibt. Hier vielleicht das Ei, aber das Ding ist, ich hatte nie also es ist eben immer eine 50-50 Chance, plus minus. Versuchen wir es, irgendwann muss es ja klappen. Wieder nicht. Kann man es jetzt schaffen? Weil dieses Event hatte ich auch bei den frühen Versuchen dieser Kampagne mehrmals. Und es ist nicht mehr das 5. Mal, dass es nicht klappt.
Und es waren immer mehr oder weniger so um die 50% wahrscheinlich, dass es klappt. Also ich habe gerade momentan richtig Pech, was diese Event angeht. Bis jetzt nie wirklich was gebracht. Na gut, das auch. Du bist erledigt, dann dich können wir eh nicht erledigen. Will ich dich dann lieber vergiften? Nicht zwingend nötig. Das ist nicht extremst viel AP. Oh, und den Dingens machen mittlerweile 4 Schaden, sehr schön. Wieder war 20 blind. Ja, kommt nur alle her. Alle schön beieinander bitte. Ja, näher, 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 näher. Ja, sehr schön. Dann San. Oh, es hat nur einen. Oh, das hätte eh nur einen zur Auswahl. Na gut, aber es ist gut, das ist nicht schlecht, das ist nett. Dann erst näher ran. Dann den Fireball. Trifft alles. Erledigt alle Gegner da hinten. Die hat eine. Ah, außer ihn, er ist ausgewichen. Trotzdem ist es also nicht mehr viel, was wir erledigen müssen. Dich können wir. Oh, warte kurz, wir können nicht treffen. Das ist die Flankieren, korrekt. Ja, du bist ausgewichen. Du kannst hier flankieren, das ist, du triffst garantiert und du brauchst noch aber einen Schaden bei einer Flankierung, ja. Dann hätten wir jetzt 7 Potency auf Barhand. Können wir es auf 5 Schaden hochschrauben? Na gut, dann bräuchten wir 9 Potency insgesamt. Und wir haben jetzt, ja, wir können jetzt die Dinge angreifen. Zunächst untersuchen wir hier noch. Ja, der Calamity. Ja, sollen sie stärker werden. Das bringt hier nicht allzu viel. Oh, eine weitere Verteidigung ist halt dem stark gehalten. Sehr schön. Und mehr Rüstung. Okay, meine beiden Dinger haben es schon. Häfner kann es gebrauchen. Er ist eher derjenige, der nah an den Gegner rangeht. Wir müssen hier eh irgendwie dann noch eine Brücke bauen. Das machen wir das am besten jetzt gleich, wenn wir hier sind. Nice. Verteidigung haben wir gehalten. Da sind die Morthagi, da sind die Drauven. Machen wir gleich zuerst die Morthagi dann. Und ab hier habe ich jetzt keine Ahnung, was passiert. Bei den frühen Versuchen, so weit bin ich gekommen, aber ich konnte noch nie die Dinge angreifen. Also ja, schauen wir, was wir hier haben. Not guarded? You're walking into an ambush, aren't we? Do we have to go in? I mean, couldn't we wait for them to be right here? About that, as if waiting for a cue they appear, from crack and crevice, silent and staring. Out of the cave's mouth a creature emerges. It extends one long arm toward them, tilts its bony head at an awkward angle, then turns to walk back into the darkness. I think we're supposed to follow it. Either that or we fight away through these things. The mineshaft is long and cramped. Their guide leads them steadily on, never turning to see if they are following. Until finally, the shaft opens up into a wide room where a strange sight awaits them. Ah, hello there. Now I guess, you here to kill us? Well, don't be shy, I get it. You should know my name first, don't you think? I'll say we're not really expecting a long conversation. Captain Cleland Baron guesses me. I only want to know one thing. What's your cut? So yeah, does this thing have to die and bite? Oh, don't mind him, he's a good boy. They all are. Won't bite unless they're told. So yeah, can we talk? Your people are good. Really good. I might actually be impressed. And I didn't get where I am today by being a poor judge of flesh. I won't work with just any old sellsword. As those poor goons who got stuck with the Drauven.
When encounter 2 quality, then I make it a point when never to be outbid. So, what's a cut? Think we can double it? We're not actually working anyone. Ha, good one. I guess it's just hunting Morthagi for fun. For kicks? Why would we? No, we're only trying to stop you killing people and burning our towns. Yeah, you can drop the hero active army. You're interested or what? In working for Morthagi. Look around. Who do you think he was working for? Who? You mean this war and everything that came with it? You're claiming it was your doing? What reason could you possibly have to cure us? Well, I don't go into particulars with potential recruits. All you need to know is your mercenaries, soldiers for hire. Vulta soldiers. So if we get to join you, will you tell us more about this Vulta? I'm not an idiot. Do you see this brain? Here's the deal. You want in? You have to pledge. An arm or a leg will suffice. And don't worry, I'll give you something better in its place. You're very chatty. And you're very dull. He clicks his tongue and turns his Morthagi from a wall between them. Ah well, answer from pets if it pleases you. I still have your bones. Henchbone, a firm skull and maimed and memastered body. This one marches with feet unerring to a beat of bone and steel. Captain Berengast. Gold green light reflects off revolving gears, clicking and whirring, and even whistling a tune. Their collector comes to browse. Unspoken. From the hands and staves flow pulses of light, twisting rays of heat. Behind the dull gold mask shine only the dim spark of eyes. One whispering, they stalk and still, killers on quiet feet. Poison glistens on blade and arrow, leaving a taste of death in the air. Okay, überall sind Gegner, du kommst nicht sehr nah. Ich würde sagen, wir chargen nach vorne. Gut ein. Und erledigen den größten Teil so schnell es geht. Vor allem die Sommeliers müssen weg. Magischer Angriff kann ich gar nicht aushalten. Und am besten hier ein Faber. Nice, deine Sommelier ist erledigt. Dann ist kurz vorm Ende. Und der Bart ist auch nicht mehr allzu gut drauf. Ah nein, das mag ich nicht. War zum Glück nur eine Flanke, das heißt, das ist keine besonders große Reichweite. Ich gebe das erste hier hin, dann ja, Fireleash. Ah, trifft niemanden, mein Fehler. Obwohl, das stimmt nicht. Na gut, das würde zu viel Friendly Fire machen. Dann lass es fürs Erste und Diffuse mit dem hier, das dürfte auch noch helfen nachher. Dann versuch du eine Sommelier zu erledigen, am besten im Nahkampf. Strikes, das liebe ich. Okay, erstmal ein Strike auf den Butler. Und wenn du den Welding erledigen könntest, wäre das auch sehr nett. Okay, von der Seite hätten wir jetzt schon mal Ruhe. Wieso nimmst du da Schaden? Keine Ahnung wieso, aber angeblich nimmst du da Schaden. Der hat Spectre Step. Der Spectre Step kann aber so weggenommen werden. Sehr schön. Und dann, ja, du nimmst Schaden. Hast du eine Overwatch oder was? Dadurch das Feuer geht, deshalb war der Schaden da. Okay, verstehe.
Okay, und es kommt noch Verstärkung, so das aussieht. Geblendet, das ist ekelhaft. Kannst du alleine gegen den irgendwas ausrichten? Vielleicht das mit. Mach das mit in den Hunden hier, das Ding. Dein nächster Angriff verfehlt. Ist leider so, also mach einfach das hier. Gehe hier hin und versuche den Hank hier zu erledigen. Ich bin noch stunned, das heißt, der ist erledigt und du hast sogar noch einen weiteren Zug. Kannst wieder auch nichts machen. Ich schätze, du könntest hier hingehen und durch die Schildmauer ein bisschen defensiven Bonus erhalten und geben. Da ein Bonelands, das ist perfekt. Ich hätte nicht das bewegen sollen für mehr Schaden. Na egal. Ist schon passiert. Dann, na, hier vorne ist die Party, das heißt. Ich versuche hier aufzuräumen. Und dann der Watchman. Weißt du was? Silk Step. Kannst im nächsten Zug vermutlich eine Menge Schaden ausfallen. Noch ein Watchman, ja toll. Wir haben aber kaum magische Verteidigung, das heißt, okay, wir können aber nicht beide treffen. Auf ihn eine Menge Schaden, also ganz stunned, das heißt, er ist gepinnt. Du kannst dann von hier. Okay, nee, das zählt nicht das Angriff per se, das heißt, keine Flankierung oder Stunt. Trotzdem ausgereicht. So, das war's. Dann bleibt nur noch der Anführer übrig. Hier hinten. Also alle bitte nach vorne. Macht euch bereit. Captain, was auch immer. Ist der hinter dieser Türe? Okay, ist vielleicht in dieser Tür, aber momentan sehe ich noch nichts. Da sind sie. Komm schon. Komm schon jetzt. Könnt das Ding bitte einfach treffen? Okay, das soll jetzt treffen. Das ist eine Flankierung. Ja, wenn auch nicht besonders viel Schaden. Dann irgendwas Interessantes. Barrage, ja. Ist immer gut. Auch ein AOE hier nicht extrem viel bringt. Wir können hier jetzt mal... Ja, wir können hier extrem Schaden verursachen. Sie ist beinahe erledigt. Dann kommt näher. Oh, shit. What the fuck? Wieso macht das so viel Schaden? Tut mir leid, Shay. Du gehst ein bisschen drauf.
Das sind nur ein Bein. Das kann durch die Transaktion noch ersetzt werden. Aber was war das? 5 bis 6 Schaden. Ja, stimmt, der hatte kaum Rüstung. Das macht Sinn. Steel Fire. Das reicht sogar aus, wenn es trifft. Ja, tut es. So. Das war das eine Gebiet. Und San hat ein Level Up. Akt für Starboard. Ja. Wir sind nicht immun gegen Stresseffekte. The old mine has gone silent. In the next chamber, they find a workshop full of corks and bones and half-finished projects. How to guess what he was up to with all these parts? Don't really want to honestly. Yeah, let's not. No article to find amongst the clutter speaks an answer. A mutual longing grows to feel the breeze on their faces, to leave this eerie space and all its mysteries behind them. Huh? So, now to Drauven. Genau. Zuvor auch noch natürlich das Kapitel untersuchen. Shay ist leider für den Moment außerhalb der, ja. Außerhalb des Kampfes. Stunt Chance. Du bist der Einzige, der es noch ausrüsten kann. Die geht mal hier hin und baut, schätze ich, die Verteidigung auf, weil ich weiß nicht, ob Shay rechtzeitig hier ist, bevor die nächste Incursion kommt. Ah, da ist er wieder. Ah, wir waren noch vor der nächsten Incursion da. Yes, Calamity. Und letztes Kapitel, oder? Es ist nicht die finale Schlacht, sonst wird das stehen. Also nachher kommt noch irgendwas, aber... Ja, und zuerst das nächste Zwischenkapitel zu sagen. Think they're all hiding somewhere? Like the Morthagi? Doubtful. These tents haven't been slept in for days. Food is gone, and most of the supplies. Took everything valuable, left the junk behind. Cleared out in a hurry, huh? Could they be running from us? In apparent haste, the Drauven left Novo's trail. They followed a few days into the thick of the forest, where the prince suddenly vanished. Did they started calling the tracks, or this whole trail was a ruse? Been thinking, for all we know the Morthagi were the instigators. Maybe with them gone, Drauven settled down, lay low for a while? Ever know Drauven to lay low? Well, wishful thinking, sure, but if they have no more need for mercenaries, you think Elrond called them home? The tangled forest will tell them nothing more. In the nearest town, they'll hear no news of Drauven, or of the mercenaries who are with them. A strange, uncertain peace follows. Oh! Trees of Peace follow. Du hast schon für dieses Kapitel. Und ich schätze mal, hätten wir zuerst die Drauven besucht, hätten wir Elonan gefunden. Den anderen Captain halt. Und dann würden wir, glaube ich, im nächsten Kapitel würden wir dann gegen Morthagi-Typen kämpfen. Jetzt in diesem Kapitel, im nächsten, werden wir dann natürlich Elonan treffen. Nur der immer. Das ging doch schneller vorbei als gedacht. Ein paar Karten weniger, sehr schön. Degrees of Peace. Havoc joined Sen and combed Shadow Daisy Wild, documenting species and studying their great casual webs. As he spent hours outdoors, communing with the spirits of the places she visited and exploring that new connection she discovered between our things. Havoc added a new addition to his house. There was just something about having a dedicated research room that boosted productivity. Sen tried to take Havoc shopping at the local outfitters. Plus they give solar gardens a great discount, but I like the clothes I have. How many days straight have you worn that thing? Hey, I wash it. When Sen came down with a case of wildbug fever, Brian would come by to the stores and hand a soup pot. How are your joints? Better?
Meanwhile, in the depths of Grey Mountain, so they've scattered to the bracken, and to places beneath the hills where bones should always be. To the bracken, is it? But how about the captain? Old Berngast? Dead in a cave somewhere. No my doing sadly, I'd be boasting about it. The work of the counter folks, don't you suppose? They're more rugged than I'd have thought. Can't be. I know these people. They're tough as daisies. How has your force behaved? Food, also metal. How deserve is more. They're a lot of fun. It's endless trouble satisfying them. They fight hard, and they don't weasel around for the offers. Better to have them on my side than the other. It's still my feeling. I suppose you must remember to feed a Drauven then, Captain Elenan. Yes, my lord. As for you, you've taken my lesson on the summit and followed the only path open to you. I'm pleased with the results to this point. When my armies are ready to pour from this mountain, I count on you to lead them. In reverence and dread your name shall be spoken. Elenan, the sword of Vultar, the mighty arm, the delectable muscle. You honor me, Lord Vultar. Yes, I do. Now go. Take your allies and visit them with beer, or whatever your pleasure might be. My lord? Daisies and dandelions return year after year. My lord, do you think we can trust him? The man would stick a sword in his very puppy for the right price. So yes, I trust him to act as humans do. Thankless thieving wolves. Quite. As for those scaly knobs who slid at his side, they were snatched at any flight adventures too near their noses. Take care, Wacken. But when you pit them up against the wolf, it matters little which comes out the victor. Both with the fangs, and fangs are all I need for. So ends my little game. I do wonder sometimes. What's that? If you will speak, Wacken, then speak. Yes, my lord, I've seen the marks that time leaves on the face of beasts, on the shape of rivers. I only wondered if the long years of your imprisonment did not alter. But you never speak of the time. No? I do not think you would care to hear the maudlin tale of how I passed my bleakest days. I only... weak, alone, famished. Like my innards had been scraped out with a spoon. Empty as a hollowed gourd. That's how I felt. I had no aim at first, only hateful persistence. Spent a century or two languishing in despair. Until the thought possessed me. To learn. To live as them, among them. To bend my mouth and speak their folksy phrases. I did an exceptional job of it, naturally. Too exceptional, perhaps. My memories of fed on fire grew elusive, teasing. I forgot the caress of wind on my wings, could not fathom the freedom of the sky. Trapped in this powerless shell, humanity festered in my veins. Almost a belief that I was human, except that I did not die. Those are the worst days. My lord, you should never be made to suffer again, so I swear on it on my... Yes, but at the moment I am more concerned with collecting my debts. Many lifetimes of debts. Halfmark Waytooth's daughter has reached the avenging age, but Ladalia Waytooth has joined Sodagan as a warrior. Interessant. Ja, Thundering Challenge. Und... du hättest ein Schild, aber das Gift... brauchen wir das Gift überhaupt? Und es gibt plus 6 Stun Chance. Mein ab und zu ist das Gift schon nützlich, aber in erster Linie, ich glaube, es bringt tatsächlich mehr, wenn wir das hier geben. Ja, komm. Und... du verlierst beide Waffen. With about 2 magic damage, 6 ranged, sends security bot for energy that leaves among up to 3 enemies, doubling in damage for each target hits, 2 für 7 Initial Damage. Das geht mit dem Bonus Damage und Potency erst aus, ja komm. Strikes und Bearhack. Grabs an enemy dealing damage and stunning them. Weißt du was? Ja komm, einfach alles. Alle Transformationen, gib sie mir einfach. Okay, dann ist Sand. Du brauchst definitiv bessere Rüstung dann. Armor, Stun Change, Dodge, ja. Shay, du hast auch bessere Rüstung, wenn du mit dem Bär dran bist. Und ich denke dann einfach die mehr Rüstung gibt. Ja. 1 LP für die? Ja. Das ist mir wert. Ah, ich könnte Wyvern extrem gut verwäscht. Wäre so nice.
Ne, dafür reicht es nicht mehr für deinen Zauberstab. Mit einem LP oder mit 8 LP? Wir geben wir 1 LP aus, ein paar. Und Hefmark, bei dir reicht es auch nicht mehr für etwas. Wie viel bräuchten wir hier? 3. 5. Ja, will ich 3 ausgeben? Ich glaube, es ist nicht nötig. Der macht schon an sich gut Schaden. Was bei dir, was dich angeht, ja. Ein Schild ist, denke ich, nicht verkehrt. So. Dann war es für diese Folge. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal im finalen Kapitel dieser Kampagne. Und bis dahin, adieu.